So, servus. Heute geht es mal auf nach Malta. Wir sind wieder unterwegs. Und da hinten sieht man schon unser Flugzeug. Ich bin hier noch im Raucherkammer. Rauche noch eine. Und dann geht's los. Wir sehen uns da. Jo, Mietauto ging jetzt echt ratzfatz. Das hat gar keine Probleme gemacht. Jetzt schauen wir mal, dass wir unser Hotel gleich finden. Ne? Linksverkehr wird auch heftig. Jetzt schauen wir mal, ob das alles so gut passt. Wir sehen uns. So, da, endlich angekommen. Unser erstes Zisk haben wir auch schon. Schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Das Ghoul haben wir hier auch schon am Start. Auch aus Malta. Das schmeckt auf alle Fälle flüssiger, süffiger. Und ja, hier jetzt erstmal unseren schönen Seaview. Die Sonne ist auch noch da. Jetzt werden wir dann nachher mal an den Strand gehen. Ja, da waren welche zumindest am Wasser da unten. Da wird wohl irgendwo ein Stückchen. Ja. Naja, jetzt sind wir von da oben runtergekraxelt wie die Gemsen, weil wir gedacht haben, vielleicht sind wir da unten ein bisschen einsamer als an den blöden Stränden. Jo, jetzt schauen wir einfach mal. Bis jetzt ging es eigentlich ganz gut runter. Das Wasser ist einfach Burner, hey. Das ist echt der Hammer. Ja. Das sehen wir dann. Absolut genial. Und von der Höhe her auf alle Fälle auch springbar. Ja, servus Leibniz. Hier an diesem tollen Loch. Haben wir gerade vorhin da hinten einen Campingplatz abgecheckt. Das kostet 17 € für zwei. Aber du pennst da irgendwie mitten auf so einer Kiesfläche und es sind irgendwie keine Bäume. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt gedacht, mei, vielleicht tun wir heute Abend Wildcampen. Jetzt schauen wir mal. Da drüben ist die Insel Comino. Da wollen wir zu meinem Geburtstag. Wollen wir da irgendwie eine Nacht machen. Da soll es einen Campingplatz for free geben. Schauen wir mal. Dahinter. Das ist schon Gozo. Da werden wir dann ja, die nächsten paar Tage wahrscheinlich dann sein. Die Vermieter waren super von dem Zimmer, was wir jetzt die letzten Tage hatten, mit eigenem Balkon, eigenes Bad. Weil halt noch Low Season, ne? Also von dem her. So Jungs, an Salz soll es uns auf der Insel anscheinend nicht fehlen, weil das gibt es hier in rauen Mengen. Da hinten wieder eine Salzpfanne. Das ist echt lustig hier. Feinstes Meersalz, ne? Ich würde sogar sagen Fleur de Sal, ja, für die ganz Gescheiten. So, jetzt schaue ich hier gerade ein bisschen rum, vielleicht, dass ich ja das ein oder andere Türchen zu der Höhle finde. Also da hinten war natürlich der Eingang, aber da musst du wahrscheinlich mit dem Boot rumkommen. Mal schauen, ob wir das heute noch machen. Das wäre natürlich super.
aber who knows, ne? Hier geht's Orbi. Senkrecht. Und da ist der Eingang. Servus. Jetzt sind wir hier oben. Radarstation. Unten ein kleiner Lost Place. Vielleicht werden wir uns den noch kurz anschauen. Hier ist lustig. Kann man von einer Seite zur anderen Seite schauen. Nachher wird es wahrscheinlich noch mal besser zu sehen sein, wenn wir da vorne die Straße wieder zurückfahren. Und hier sind lauter so kleine Hüttchen, wo anscheinend Vogeljäger, wenn hier die Zugvögel drüber kommen, die dann sich verschanzen und dann Vögel abschießen. Nee, gell? Meinst du, hier ist voll Klippe und dann sind da unten nochmal Felder. Ja, und was halt auch richtig cool ist, alles was jetzt hier lila ist blühender Thymian. Und da geht es richtig ab. Die Bienen haben eine helle Freude hier. Geht's richtig ab hier. So, guten Abend. Wir haben jetzt hier ein schmuckliges Plätzchen ausgesucht. Ich glaube, das ist super. Wir sind hier total versteckt, ein bisschen weg von der Straße. Ja, jetzt sagen wir unser Zelt auf. Dann hoffen wir das Beste, ne? Yay! Jo, guten Morgen. Das hat alles super hingehauen. Mit dem Pennen hier. Da unten sind nochmal 2 Franzacken gekommen gestern Nacht. Die haben sich da hingestellt, da haben wir schnell Hallo gesagt, damit sie nicht erschrecken in der Früh. Und ja, so ist unser Zelt. Da hängen die Schlafsäcke zum Trocknen, beziehungsweise zum Lüften. Ja, ansonsten jetzt machen wir erstmal Frühstück und dann schauen wir auf die kleine Insel. Ich meine, so schön es ja hier sein mag, aber gebt euch mal, das ist ja wohl der Hammer, oder? Die auf einem Fleck flacken. Ekelhaft. Ekelhaft. So, liebe Leute, jetzt sind wir auf der Insel angekommen. Ihr habt es ja schon ein bisschen gesehen. Da drüben ist echt brutal. Echt. Die liegen wie die Sardinen. Das ist ja schlimmer als an der Adria. Weil halt einfach die Adria größer ist. Und hier hast du vielleicht 5 Meter Sandstrand und da liegen ungefähr 50 Personen. Das ist echt... Boah, das würde mich fast ekeln, wenn ich mich da reinhocken müsste. Aber jetzt gehen wir auf die andere Seite. Das soll ein einsamerer Strand sein. Wir lassen uns überraschen. Ja, bis jetzt ist halt heute nicht so schön. Dadurch ist es aber auch nicht ganz so heiß. Von dem her schwülstig ist trotzdem. Aber es brennt nicht so runter. Ja gut, wir sehen uns dann drüben. Puh, jetzt sind wir 20 Minuten hier rüber gelaufen. Oh, Alter. Mit dem schweren Rucksack, Mausi auch voll reingeschnitten in die Schultern. Oh, hier ist wenigstens nicht ganz so crowded. Ein Typ machen wir auch schon, der pendelt hier von A nach B und bringt die Leute für einen Fünfer. Der ist voll chillig. Den sein Nummernschild heißt auch schon Chill. Da verspreche ich mir heute Abend schon das ein oder andere lustige Gespräch. Hm? Ich habe seinen Namen vergessen. Pedro.
Petro, genau. Ach ja, jetzt genießen wir hier erstmal ein bisschen Wasser zum Abkühlen und dann ja, chillen wir einfach weiter. Und wir chillen und baden und chillen und baden und baden und chillen. Aber sonst war... Und da haben wir noch eine Seegurke. So, grüß euch. Wir sind gerade wieder am Zelt aufstellen und ja, haben den ganzen Tag eigentlich nur mit Baden und Schnorcheln und so weiter für uns verbracht. Genau, jetzt stellen wir das Zelt auf. Das ist der Campingplatz. Jetzt zeige ich das mal schnell. So. Nichts Besonderes, aber for free. Das ist schon mal richtig cool. Die Sonne müsste von da aufgehen. Ja, es wird heiß morgen früh, ich weiß jetzt schon. Aber hier ist halt nirgendwo Bäume, irgendwas, wo du dein Zelt runterstellen kannst. Das ist echt ein bisschen doof. Aber mei. Hier sollen mal Olivenbäume wachsen, die dann mal so groß sind. Da kommen wir in 10 Jahren, 20 Jahren nochmal. Dann schauen wir mal, ob die Schatten spenden. Alles klar, dann ja. Vielleicht gehen wir sogar noch mal ins Meer, weil wir sind jetzt wieder so am Schwitzen von dem bisschen Aufbauen hier. So Jungs, so habe ich mir das vorgestellt. Schaut mal. Und damit ihr es auf der anderen Seite auch seht, nichts. Keine Sau mehr. Jetzt würde ich gerne mal rübergehen nochmal zu dieser blauen Lagune. Weil wenn wir es da jetzt auch so hätten, mit dem geilen Wasser da drüben. Ich meine, das Wasser hier ist genauso geil eigentlich. Das da drüben ist halt nur so blau, weil halt der Sand so weiß ist. Dadurch kommt es alles intensiver. Wenn du hier so reinschaust, so ein bisschen weiter rein, dann hast du es eigentlich auch. Da hast du halt mehr und da hier sind halt Algen. Wenn du so ein bisschen weiter reintauchst irgendwie und schnorchelst, dann siehst du halt so richtige Algenmeere. Fangen wir mal weiter draußen erst an, aber die, naja, das ist das Zeug, was halt da hinten so dran liegt. Ne? Das bricht ab und trocknet dann am Strand. Genau, aber jetzt haben wir es hier erstmal allein und die Sonne kommt auch noch mal. Und wir haben auch noch mal 2 Stunden Sonne haben wir noch. Also geht noch einiges. Wir können noch roter werden. Ach ja, was ich noch sagen wollte, in der blauen Lagune, da drüben, da war alles voll Quallen, die haben sie mit dem Kescher rausgeholt, konnten natürlich nicht alle rausfangen, ja, wir haben einen Haufen gesehen. Und hier bei uns am Strand, gar nichts, keine einzige. Keine einzige. Ne? Und hier war ein Viertel von dem los, wenn überhaupt ein Bruchteil von dem, was da drüben los ist. Und hier ist richtig schön, da hinten hatten wir auch einen Fressenstand und einen Getränkestand, Bier 2 Euro, was willst du mehr? Also ich meine, das ist top, top, tipptopp. Zeltplatz umsonst, tipptopp, 2 Euro Bierchen. Und ja, perfekt. So kann mein Geburtstag gerne zu Ende gehen. So, ich glaube, ich habe den Platz zum Chillen gefunden. Da unten drin. Windgeschützt, alles supi. Mit Meerblick. Da ist sogar ein kleiner Pool. Ist richtig cool. Ja, ich glaube, wir müssen hier morgen noch mal kurz hin. Hier ist echt ein cooler Platz auch. So, sind wir hier an der Treppe? Oh, geil. Da hinten ist schon jemand. Schade. Warten wir, glaube ich. Ich glaube, wir warten mal, bis die weg sind und dann checken wir das ab. Das ist nicht geil. Das sieht einfach wunderschön aus. Aber auf der Seite ist auch voll fett. Die Mädels sind zwar noch da, aber das muss man euch mal zeigen hier. Okay, ich höre gerade die Taucher kommen. Haben wir nämlich Taucher gesehen und die können hier durch das Loch. Ah ja, ja. Man sieht die Blubberblasen. Richtig dicke Blubberblasen. Das ist echt so. Nicht nach oben hüpfen, ja. So, liebe Leute, zurück von der Höhle da hinten. Und jetzt schaut mal hier. So lieben wir das. So soll das ausschauen.
Eigentlich nicht mehr lang, nee. Jetzt werden sie dann bald alle wieder reindrücken. Hey. Und hier hat sich schon auch die Armada der italienischen Mafiosis, eine Armada von fetten Yachten. Naja, jetzt gehen wir mal Essen fassen. Jetzt sind wir mal den ganzen Weg von dahinter hier vorgegangen. Und hier geht es aber halt richtig obby. Aber ich glaube, so zum Springen wäre schon cool. Muss man nur schauen, wie man da hinten irgendwie rauskommt. Aber meinst du, das Wasser ist wirklich tief? Das ist tief genug. Und pass auf, da hinten Pass auf, dass da nichts abbricht. ist so ein Fenster. Das ist ganz cool. So, liebe Leute, auch die schönste Zeit hat mal ein Ende. Jetzt waren wir hier echt fast 2 Tage, es war super schön. Nochmal der Zeltplatz, da hinten haben wir gestanden. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir rüberlaufen oder ob wir uns ein Taxi nehmen, um da rüber zu kommen. Servus Jungs, servus Mädels. So sieht die blaue Lagune jetzt aus. Nichts mehr los. Wir fahren jetzt wieder zurück, jetzt kommt natürlich dieser scheiß Lastwagen. So, jetzt nochmal, so schaut es hier aus, nochmal, wenn alles leer ist. Wir haben heute Samstag und trotzdem ist leer. Und ja, wir müssen jetzt wieder zurück machen nach Malta, sind eh schon spät dran. Und ja, genau, wir sehen uns dann wieder auf Malta.